Ich glaube, du hast angefangen. Also früher angefangen. Da habe ich noch gar nichts gemacht, wie du angefangen hast. Da hast du noch gar nicht gelebt. Ja. Mit 3 Jahren habe ich so eine erste kleine Geige geschenkt bekommen und habe dann natürlich überhaupt nicht viel darauf geübt, aber es war so die erste Zusammenkunft so mit meinem Instrument. In meiner Familie wurde halt Musik gemacht. Meine Mutter ist Sängerin gewesen und ich habe irgendwann den Traum gehabt, ich will eigentlich doch lieber Opernsängerin werden, weil das irgendwie noch cooler war mit Bühne, Schauspiel und Musik. Das hatte so mehr Star-Flair und deshalb habe ich gedacht, das wäre vielleicht auch ganz spannend, aber das war mehr so ein Traum und deshalb bin ich eigentlich auch bei der Geige geblieben und zum Glück, ich glaube, das liegt mir auch mehr als das mit dem Singen. Ich habe dich noch nie singen gehört. Ja, sei froh. Also wir kennen uns eigentlich gar nicht, wirklich jetzt. Und wenn wir reden, dann muss ich ihn immer wieder fragen, was er gesagt hat, weil ich den Akzent nicht verstehe. Macht nichts. Ne? Ich wiederhole mich ja gerne. Ich weiß, ja. Und ich machst. Da der Klar, natürlich, die brauche ich ja. Und das, die... Daumen, weiß ich nicht, vielleicht hast du einen Daumen drauf. Also Daumen hier und dann die anderen Finger, also der Mittelfinger gegenüber und dann. Siehst du, es ist ganz schön anstrengend mit der Geige, ne? Da ist aber 3. Na, denk einfach mal, als würde es nicht. So. Okay, mach So, mal so. so. Ja, ist Ja. toll. Super. Bist hochbegabt. Ganz schön. Mein Bruder hat damals eine Band gehabt, hat mit Freunden da im Keller immer geprobt und gespielt. So Beatles-Songs und solche Sachen. Da war ein Trompeter dabei, der hat irrsinnig gut gespielt. Und das hat mir einfach gefallen, dann wollte ich Trompete spielen. Und so bin ich dann zur Blasmusik gegangen. Und dann ging das Ganze irgendwie so langsam los. Bei der Blaskapelle, halt, wie es halt so ist. Da gibt es dann Leistungsabzeichen, die man macht. Bronze, Silber, Gold, die sind dann ganz begehrt. Ja, da muss man dann so kleine Prüfungen machen. Da bin ich sogar 2-mal durchgeflogen. Nee, ist nicht dein Ernst. Das ist ja genial. Bronze und Silber. In der Theorie hat es mich da. Die habe ich tatsächlich im Schwimmunterricht gemacht. Aber sonst Das haben wir auch nicht. nee, bei uns gibt es das einfach nicht. Ich finde es auch wirklich lustig. Es ist so ein anderer Werdegang. Aber ich finde es ja total spannend. Das macht ja auch so ein Orchester aus, dass man wirklich aus so unterschiedlichen Richtungen kommt. Also das Volkstümliche tatsächlich im besten Sinn ist in der Musik immer von Bedeutung. Meine Eltern haben ein Hotel gehabt, ein kleines. Ich kann mich erinnern, ich war so 4, 5 Jahre alt. Da bin ich ab und zu sogar in der Nacht aufgeweckt worden. Ich muss raus, so habe ich das Trinkgeld dann bekommen, raus zu den Gästen und mit meinem Vater zusammen was singen. Frau Meier haben wir immer gesungen, das war natürlich der Reißer. Weil die waren ja abends zusammen, sind die gesessen, haben was getrunken, waren alle gut drauf und dann ist dann die Frau Meier, weiß nicht, ob ihr die kennt. Frau Meier hat gelbe Unterhosen an. Nein, das ist nicht dein Mit Ernst. rote Das hat dich doch Maschall sehr dran. geprägt von Anfang Und dann kann man sich vorstellen, wie dieser 5-Jähriger singt, wie lustig das dann ist, wenn man selber schon was gedankt hat. Oder? Die sind abgebrochen. Ich habe von meiner Mutter auch immer eine CD bekommen, so, ich weiß nicht, was war das, Walter Scholz oder wie der Kassen hat, so ein Trompeter, mit so schöner Trompetenmusik. Und ich habe mir damals das Trinkgeld, was ich von Hotelgästen bekommen habe, habe ich gespart und habe mir eine fette Anlage gekauft davon, so richtig groß mit riesigen Boxen. Und da habe ich mir die CD eingeschmissen, voll laut aufgedreht und habe so getan, also meine Mutter hat dann geglaubt, ich spiele mit und übe. Das ist süß. Ich wusste, meine Eltern kommen um die Uhrzeit wieder zurück. Dann habe ich kurz vorher die Geige genommen und auch so getan, als hätte ich wahnsinnig lang schon vorher geübt. Ich glaube, das machen alle irgendwie. Ich bin da nicht ganz so cool aufgewachsen wie du. Ich habe mich schon sehr so mehr auf die klassische Musik konzentriert. Eigentlich schade. Also ich wünschte mir manchmal, ich wäre da auch vielleicht ein bisschen vielseitiger unterwegs gewesen, aber... Wunderbar, was nächsten mehr? Geht doch. Bin ich begabt, ne? Total. Kann ich auch bald Probespiel machen, oder? Im Ruhrpott gibt es tatsächlich auch Opernhäuser, gar nicht so schlecht. Da bin ich sehr, sehr oft in der Oper gewesen und das hat mich total fasziniert. Auch dann, wenn man mal die Möglichkeit hatte, hinter die Bühnen zu gucken, mit dem ganzen Schminken, Verkleiden und in andere Rollen schlüpfen, das fand ich genial. Also ich weiß jetzt nicht genau, wann mein erster Opernbesuch oder Konzertbesuch war, aber so das Ganze, was da so mit dranhängt, hat eine große Faszination, fand ich. Und du warst überhaupt schon mal im Sinfonie? Ich glaube, das erste Mal, dass ich was ganz gehört habe, war, wie ich selber spielen habe müssen. Nein, das ist cool, ja, Wahnsinn, wirklich. wirklich. Ja, ich glaube schon. Wirklich? Ja. Also ich habe sicher vorher CDs daheim gehabt oder so, aber weil ich eben was spielen habe müssen, so ein Jugendorchester halt das erste Mal. Ne?
ich glaube, ich habe selbst dann die CD nicht ganz angehört. Nur Weil ich deine drauf vorbereitet Stellen habe, wahrscheinlich, Meine ne? Stellen, so vorspulen. Ich habe nicht gewusst, irgendwie, dass man, ich habe noch nicht einmal daran gedacht, dass man Trompete studieren kann. Ich habe gesagt, ich will gerne Musik machen. Da haben meine Eltern gesagt, bist du verrückt? Du musst was lernen. Und dann habe ich eigentlich fast aus Trotz gesagt, okay, dann gehe ich in die Tourismusbranche. Ja, dann wollte ich in die Tourismusschule gehen. Und wie ich dann draußen war, haben sie mich einberufen zum Militär und bin dann direkt zur Militärmusik gekommen. Bin ich dann zum Oberst, der hat mich dann gerufen, zum Rapport und hat gesagt, Zimmermann, entweder du gehst Musikschule oder du gehst Grenzschutz. Und dann bin ich zur Musikschule. Und da zufällig ein Lehrer, der dort unterrichtet hat, der hat auch Stunden beim Konservatorium als Lehrbeauftragter. Und der hat mich dann nach einem Dreivierteljahr, hat er gesagt, gib Gas, kommst zu mir, kommst studieren. So bin ich zum Studieren gekommen. Ich finde es total skurril, dass man so in so ein Studium reinrutscht und mit so wenig Vorplanung. Also ich finde es toll. Also das zeigt mir aber auch eben, ich glaube ehrlich gesagt, dass es das bei einem Streichinstrument kaum geben kann. Also Jetzt lass mich mal das spielen ist- drauf, dann wirst du schon sehen. Ich meine, du bist natürlich eine Hochbegabung, ist mir schon klar. genau. Wäre schon gut, wenn du ungefähr da streichen würdest. Da muss ich ansitzen. Ja. Hast du eigentlich nie zugeguckt, wenn wir spielen? Nein! Das klingt aber schlecht, oder? Das Warte, ist, aber immer das zurückhalten. ist ja eine französische Klangfärbung, die nochmal. Schön. Kannst du auch noch eine andere Seite macht jetzt Spaß. da? Und was muss ich jetzt da machen? Das gleiche nur weiter Schieben. unten. Oh. Wirklich schön. Das geht doch. Ist Super. eigentlich wirklich gar nicht so Immer schwer. noch. Ne? Bei uns guckt man dann echt, wo ist vielleicht der beste Professor. Und ich bin dann ja auch wegen der Geige aus dem Ruhrgebiet weg nach Berlin und bin auch mit dem Instrument tatsächlich sehr eng dadurch zusammengewachsen. Das hat auch was Schönes. Also ich sehe jetzt nicht nur die Entbehrung, die man dann deshalb vielleicht mal hatte, sondern das ist eigentlich ein Geschenk, dass man so tolle Sachen machen kann. Also ich habe ja auch lange Streichquartett gespielt und es ist einfach eine super Zeit gewesen, wo man unglaublich viel gereist ist und viel kennengelernt hat und auch durch diese kleine Formation von 4 Leuten irgendwie gelernt hat, so sehr intensiv und unter Stress auch und unter großen Herausforderungen miteinander auszukommen. Und das ist jetzt ganz anders im Orchester, aber da nimmt man die Erfahrung auch mit als was Positives. Und nee, also ich habe jetzt keine großen Entbehrungen gemacht, im Gegenteil. Und das hat ja alles auch dazu geführt, dass man dann in diesem tollen Orchester gelandet ist. Und das ist echt, also es ist ein Riesenglück, wenn man da unterkommen kann. Also es ist wirklich fantastisch und ja, ist einfach eine Ehre, oder? Wenn man dabei sein darf. Also bei 3, ja? Holzer. Bist du anspruchsvoll. Entschuldigung, das ist ja wirklich grauenhaft. Das können wir doch nicht machen, oder?